Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Frequenzerzähler 1 Hertz bis 100 MHz selbst bauen für Quarz, Oszillator und mehr. In diesem Video testen wir Frequenzerzähler von 1 Hertz bis 100 MHz. Der Test wird in 4 Schritten ablaufen. Zuerst erzähle ich, was auf dem Tisch ist. Es ist LCD 1602 ist mit I2C-Verbindung, das ist ja. Es ist PIC Mikrocontroller, Quarz 32 MHz, zudem PIN RC6 werden wir das Signal verbinden. Jetzt verbinde ich alles mit dem Strom. Jetzt ist die Frequenz 0 Hertz, weil wir haben zu der PIN RC6 noch nichts angeschlossen. Jetzt fangen wir den Test von 1 Hertz bis 400 kHz mit dem Funktionsgenerator. Hier ist dieser Generator. Funktionsgenerator ist schon angeschaltet. Frequenz ist 0, aber noch nicht gestartet. Da muss ich diese Taste einfach drücken. Also Funktionsgenerator angeschlossen, Minuspol. Zu dem Minuspol Mikrocontroller und das gelbe Kabel, wo das Signal rauskommt, geht zu dem PIN RC6 Mikrocontroller. Jetzt werde ich starten. 1 Hertz und unser Frequenzerzähler zeigt auch 1 Hertz. Ja? Jetzt gehen wir zu 400 Kilohertz, wieder stoppen, also Minus. Also 1, 2, 3, 4 und dann starten. Also wir haben 400 Kilohertz und nicht ganz genau zwar, und trotzdem können wir messen. Und 23 Hertz, ja 24. Jetzt haben wir den Test durchgeführt. Jetzt werde ich wieder stoppen. Wir gehen jetzt zu dem zweiten Schritt. Wir werden die Quarze im Kilohertz-Bereich und Megahertz-Bereich messen. Ich habe dazu Quarz-Oszillator 10 MHz vorbereitet. Jetzt prüfen wir, ob der in Ordnung ist. Ja, 10 MHz. Ja. Jetzt prüfen wir Uhrenquarz. 32 kHz. Kommt die Schaltung. Da müssen wir einfach umstecken. Ja. 32 kHz 7, 6, 8 soll sein. Ja, geprüft. Ja. Auch funktioniert. Jetzt prüfen wir 38 kHz Quarz. So, funktioniert ja auch. 38 kHz, nicht ganz genau zwar, trotzdem funktioniert. Ja. Jetzt prüfen wir 32 MHz Quarz, kommt in die Schaltung. So, da müssen wir auch umstecken. Also 32 MHz Quarz, zeigt 32 MHz und auch zwar nicht genau, trotzdem geprüft.
Jetzt prüfen wir 4 MHz Quarz. Ja, 4 MHz Quarz auch geprüft. Ja, das ist der auch. Zwar ist nicht genau, trotzdem funktioniert, ja. Also, jetzt gehen wir zu dem dritten Schritt. Es wird eigene Frequenz bei der Mikrocontroller gemessen. Also jetzt können wir das gleich machen. Einfach, hier ist diese Pin. Das ist Pin RA5 bei der Mikrocontroller. So, jetzt haben wir eigene Frequenz gemessen, 32 MHz und 280 Hertz von diesem Quarz. Und jetzt gehen wir zu dem vierten Schritt mit dem Silizium 5351 Frequenzgenerator. Prüfen wir die Frequenz von 90 MHz bis 100 MHz. Es ist Silizium 5351 Frequenzgenerator. Es ist Silizium 5351. Ich habe eine kleine Schaltung aufgebaut. Innen drin ist auch Mikrocontroller. Jetzt zeigt Silizium 90 MHz. Wir gehen bis zu 100 MHz. So, ein Strich. Dann werde ich schneller drehen. 36 MHz, jetzt weiter. So, 90 MHz und noch ein Strich. Also 100 MHz. Also wenn ich weiter drehe, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also es unterbricht, es geht nicht weiter. Also 100 MHz, dann wieder zurück. Also bis 100 MHz unsere Frequenzzelle kann messen. Der Link zu dem Programm Frequenzzelle 1 Hz bis 100 MHz für PIC 18 F1642 finden Sie bei der Beschreibung. Jetzt zeige ich die Beschreibung im Programm. Wenn Sie das Programm entpacken, im Ordner finden Sie die Datei mein.c. Aufmachen Sie bitte diese Datei mit dem Texteditor Notepad++. Notepad aus dem Internet bitte herunterladen. Also dort ist eine ausdrückliche Beschreibung, also im mein.c, über dieses Programm und wie Sie alle Leitungen verbinden können. Das finden Sie, ja. Das ist im mein.c, also hier ist die ganze Beschreibung. Hier finden Sie, wie Sie alle Leitungen verbinden können. Ja. Im nächsten Video werden wir uns weiter mit diesem Thema beschäftigen. Beispielsweise werde ich erzählen, wie auf der Loch-Rastellplatine alles verlöten kann und so weiter. Von mir. Ich werde die Schaltung für dieses Frequenzzelle zeichnen und vielleicht auch die PCB-Platine und schicke zu dem Hersteller. Und wichtig, das Beispiel, wie das Programm zu dem PIC 18 F1642 hochladen wird, finden Sie auch bei der Beschreibung. Das war's in diesem Video. Danke, dass Sie das Video angeschaut haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.